In diesem Video sehen wir die neue zyklische Auswahl. Bevor wir uns diese neue Funktion näher ansehen, möchte ich kurz die bereits bekannten Auswahlmethoden zusammenfassen. Wir können Elemente durch einfaches Anklicken auswählen. Wenn Sie ein Fenster von links nach rechts aufklicken, wird ein blauer Gummiband-Cursor erscheinen und es werden nur Objekte ausgewählt, die sich vollständig im Fenster befinden. Wird ein sogenanntes Kreuzenfenster von rechts nach links aufgeklickt, sehen wir einen grünen Gummiband-Cursor. Nun werden alle Elemente ausgewählt, die sich vollständig im Fenster befinden und zusätzlich alle, die vom Fenster berührt werden. Nachdem Sie Elemente ausgewählt haben, können Sie auch Elemente aus der aktuellen Auswahl entfernen. Mit gedrückter Shift-Taste können Elemente aus der aktuellen Auswahl wieder entfernt werden. Das geht auch einzeln, mit einem Fenster oder einem Kreuzenfenster. Zusätzlich bietet der Aros Commander die Lasso-Auswahl. Dafür ziehen Sie einfach mit gedrückter linker Maustaste den Auswahlbereich auf, je nach Bedarf nach rechts oder nach links für ein Kreuzenlasso. Aber manchmal sind diese einfachen Methoden nicht ganz passend. Das gilt besonders, wenn sich viele Objekte überschneiden, wie die Schraffur oder andere Objekte in diesem Beispiel. Das kann sehr frustrierend werden. In der Eigenschaftenpalette finden Sie bereits die Option Intelligente Auswahl, mit der Sie Elemente nach verschiedenen Kriterien herausfiltern können. Sie ist leistungsstark, kann aber Zeit in Anspruch nehmen. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, aber für manche Zwecke zu umständlich. Und schließlich können wir das Dropdown-Menü verwenden, das die gewählten Elemente in der Eigenschaftenpalette auflistet. Hier können wir allerdings nur nach Elemente-Typ filtern. An Stellen, an denen sich mehrere Objekte überlappen, kann die Auswahl etwas schwierig werden. Die neue zyklische Auswahl bietet hier eine komfortablere Lösung. Immer wenn Sie den Mauszeiger auf sich überlappende Objekte bewegen, erscheint ein kleines Symbol am Cursor. Klicken Sie nun, wird Ihnen eine Liste der hier übereinander liegenden Elemente angezeigt. Wählen Sie nun ganz einfach das gewünschte Element aus. In der Statusleiste kann das Wechseln der Auswahl ein- und ausgeschaltet werden. Oder mit der Tastenkombination STRG-W. Sie können die Einstellungen der zyklischen Auswahl auch über Statusleiste aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken. Wenn Sie Mauszeiger über überlappenden Elementen positionieren, können Sie mit der Kombination Shift und Leertaste zwischen den verschiedenen Elementen wechseln. Dies ist eine Möglichkeit, die zyklische Auswahl durchzuführen, ohne das Dropdown-Menü zu öffnen. Wir hoffen, Sie werden diese neue Funktion hilfreich finden. Wenn sich mehrere Objekte überschneiden, kann es sein, dass einige davon nur Duplikate sind, die zuvor aus Versehen erstellt wurden. Zum Beispiel sind es hier 12 Blöcke, aber wir sehen nur 4 von denen. In diesem Fall möchten wir an den Befehl Duplikate verwerfen erinnern, der Ihnen hilft, Ihre Zeichnung aufzuräumen.